und herzlich willkommen zu Pure Rita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es richtig bunt bei mir. Wir machen heute Spaghetti Zoodles. Es ist kein Zottelmonster, nein, es klingt zwar so, sondern es sind Zucchini-Nudelkreationen von mir mit Cocktailtomaten in verschiedenen Farben, einem Basilikum-Pesto selbstgemacht in einem Mörser. Das ist nämlich geschmacklich viel intensiver als in einem Mixer. Und zusammen mit den knackig gelben Zucchini-Streifen und den fruchtig süßen Tomaten und dem Pesto habt ihr ein italienisches Flair auf dem Teller. Super lecker, leicht und vor allen Dingen wirklich schnell zubereitet. Starten wir direkt mit den Zutaten und dafür nehme ich euch jetzt mal mit in meine Küche. Kommt mal mit. Wir beginnen als erstes mit dem Pesto. Und dafür brauchen wir Basilikumblätter, Knoblauch, Pinienkerne, Parmesankäse, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Die Pinienkerne werden jetzt in der Pfanne leicht geröstet, bis sie schön goldbraun sind. Damit sich der Knoblauch besser schälen lässt, mit dem Messerrücken leicht andrücken und dann im Mörser zerstoßen. Eine Prise Salz dazu und jetzt zerreiben wir den Knoblauch zu einer Paste. Und nun die Basilikumblätter nach und nach in den Mörser geben. Und nebenbei ein kleiner Tipp von mir, den frischen Basilikum nicht waschen, da er sonst sein Aroma verliert. Immer wieder ein paar Blätter hinzugeben, zerstoßen und wieder zerreiben. Und jetzt abwechselnd Pinienkerne, Basilikumblätter und immer wieder ein Schuss Olivenöl hinzufügen. Und das Ganze jetzt zu einer schönen Paste zerreiben. Es ist vielleicht etwas aufwendiger als mit dem Mixer, dafür ist der Geschmack ein ganz anderer und das werdet ihr wirklich merken. Und jetzt kommt der frische Parmesankäse und den reiben wir direkt darüber. Und noch ein Schuss Olivenöl und wieder mit dem Stößel mahlen. Das stelle ich jetzt mal zur Seite und schneide jetzt das Gemüse. Ich habe hier rote und gelbe Cherrytomaten und die halbieren wir jetzt. Und jetzt kommt ein ganz scharfes Teil zum Einsatz. Wir schneiden die Zucchini in schöne Juliennestreifen. Nur die äußere Schicht hobeln, da ansonsten die Zucchini zu wässrig werden. Wow, die sind wirklich super geworden. Knallgelb. So, jetzt wird es richtig schön scharf. Wir schneiden den Knoblauch in grobe Stücke. Und jetzt nehmen wir die Chili. Reiben dann ein bisschen zwischen den Händen, sodass die Kerne sich lockern. Und schneiden den Stiel weg. Halbieren es. Und entfernen die Samen. Und jetzt schön in feine Streifen schneiden.
Im nächsten Schritt braten wir die Chili und den Knoblauch ganz scharf an und geben die Zucchini-Streifen dazu. Das Ganze machen wir jetzt für ca. 3 bis 4 Minuten und dann ist es fertig. In der Zwischenzeit koche ich die Spaghetti, bis sie al dente sind. Und jetzt das Salz nicht vergessen. Und jetzt zum großen Finale treten noch einmal alle Artisten in die Manege und nehmen den wohlverdienten Applaus des begeisterten Publikums entgegen. Und jetzt noch kräftig mit Salz abschmecken und wir können jetzt servieren. Und zum Schluss noch Parmigiano Reggiano. Jetzt habt ihr hoffentlich Appetit auf Zoodles bekommen. Eine tolle Speise, finde ich, und zwar nicht nur für den Sommer, sondern wenn ihr auch mal Lust habt auf etwas Leichtes und Gesundes. Mein Rezept findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung, sowie auch meine treuen Küchenhelfer. Wenn ihr also Fragen dazu habt, bitte schreibt mir unten ins Kommentarfeld. Vielen Dank fürs Zuschauen, Abonnieren und Liken nicht vergessen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße aus Berlin, eure Rita.